der Tamiya G601 A60H Volvo. Was kann dieses Fahrzeug im Gelände? Nichts Geringeres als diese Frage wollen wir heute in diesem Video zusammen beantworten. Viel Spaß! Dann wollen wir dieses Fahrzeug doch mal etwas genauer unter die Lupe nehmen. Die technischen Daten zu diesem Fahrzeug, die blende ich dir jetzt einmal ein. Wie du siehst, habe ich einen Hobbywing 1080 Regler verbaut. Die Differentiale sind alle gesperrt und verbaut wurde unter anderem auch ein Bürstenmotor 540er mit 55 Turns. Wir schauen uns heute an, wie der Wagen im Gelände performt. Ich denke, das wird ganz gut funktionieren. Ich bin jetzt hier unten in die Sandgrube schon mal reingefahren und habe da eigentlich gemerkt, dass die Federn sehr gut funktionieren. Die sind also schön weich. Und der Wagen an sich, der ist sehr leicht, hat natürlich breite Reifen, die scheußlich aussehen, die aber gerade hier im Sand eine gute Performance bringen könnten. Das schauen wir uns jetzt mal an. Es hat in den letzten Tagen richtig kräftig geregnet. Und eine Wasserdurchfahrt kriegen wir in diesem Video bestimmt auch noch hin. Aber jetzt wollen wir uns erstmal anschauen, wie verhält sich denn dieses Fahrzeug bei feuchtem Sand. Und wir schauen mal, wie hoch er links wohl den Berg kommt. Der Hobbywing-Regler passt wirklich super. Die Allradlenkung macht auch einen guten Job. Aber ohne Allradlenkung, muss ich auch wirklich sagen, ist der Lenkeinschlag bei diesem Modell schon wirklich sehr, sehr gering. Ich kann also jetzt schon jedem empfehlen, diese Allradlenkung auf jeden Fall einzubauen. Jetzt haben wir hier die breiten Reifen mit diesem Treckerprofil. Schade, das Fahrzeug ist sehr leicht, trotzdem gräbt es sich ein. Aber der Sand ist natürlich auch wirklich lose. Mal ein bisschen mehr Schwung. Okay, also. Eine Steilfahrt im Sand ist natürlich das Schwierigste, was man mit einem RC-Auto so machen kann, wie ich finde. Da kommt er jetzt nicht wirklich weit. Aber wir schauen mal, wie er sich sonst so im Sand bewegt. Fahren wir hier mal auf dieser glatten Fläche so ein bisschen hin und her. Hey, und das sieht eigentlich ziemlich schön aus. Der Wagen fährt prima. Die Federn müssen nicht großartig arbeiten. Und da den Berg kommen wir auch schon ein bisschen weiter. Kommen wir mal zurück. Also die Allradlenkung, die ist wirklich gut. Man darf jetzt auch nicht vergessen, ich habe hier alle Differentiale gesperrt. Dann ist natürlich jede Kurvenfahrt etwas schwieriger. Aber auf glattem Sand hat dieses Fahrzeug gar keine Probleme. Das funktioniert richtig gut. Jetzt möchte ich mir mal anschauen, wie die Federn so arbeiten. Das kann man sich jetzt hier auf so einer Baggerspur natürlich super anschauen. Ja, das sah schon mal ganz gut aus. Jetzt machen wir das Ganze mal sehr, sehr zügig. Da hat man es, glaube ich, ganz gut gesehen und das möchte ich dir jetzt auf jeden Fall auch nochmal in Zeitlupe zeigen. Und das funktioniert doch wirklich ziemlich gut. Jetzt schauen wir mal, wie er sich in so leichtem Gelände denn verhält. Starten möchte ich jetzt hier mit so einem Bereich. Hier und da ist es leicht schlammig. Aber das sollte doch ein Fahrzeug für die Baustelle und für die Sandgrube abkönnen, oder? Also schauen wir uns das mal an. So, da sieht man gleich auch nochmal den Lenkeinschlag. So, jetzt geht es in ein bisschen Schlamm. Oh, dadurch, dass das Fahrzeug so leicht ist, sinkt es eigentlich überhaupt gar nicht ein. Da versuchen wir jetzt mal rauszukommen.
problemlos. Ganz problemlos, hat er super gemacht. Ein bisschen schwieriger wird es jetzt hier. Wir nehmen mal hier diese Abfahrt. Und dieses Fahrzeug kippt in keinster Weise. Also ich glaube, dass man mit diesem Fahrzeug unheimlich schön schräg fahren kann. Da würde gar nichts passieren. Gar nichts. Liegt natürlich auch an der breiten Spur, muss man auch definitiv sagen. Und an dem leichten Aufbau. Also das bringt ihn hier alles überhaupt nicht in Bredouille. Bis jetzt bin ich wirklich sehr angetan. Jetzt fahren wir hier rechts mal hoch. Ich bin mir nicht sicher, ob er das packt. Wie gesagt, es ist kein Crawler. Ich möchte ihn zwar ein bisschen so aufbauen, aber er ist es natürlich ab Werk nicht. Und da ändert jetzt so ein 55T Motor und ein anderer Regler jetzt auch nichts dran. Aber cool. Zack. Na? Ja, da gräbt er sich so ein bisschen fest. Es ist natürlich loser Sand. Das ist so das Beschissenste, was man haben kann. Aber mit ein bisschen Schwung hat er es gemacht. Das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Wir fahren auch hier nochmal runter. Der Wagen soll laut Hersteller einer 45-Grad-Steigung packen. Das kaufe ich ihm auch auf jeden Fall ab. Aber nicht in losem Sand. Aber da kann der Hersteller ja nichts für. Da ist der Untergrund einfach zu schlecht. Jetzt wird das Gelände ein bisschen steiniger. Wir schauen uns das mal an. Es hat ja kräftig geregnet. Und wir haben hier solche schönen Auswaschungen. Die finde ich immer richtig schick. Und da fahren wir jetzt mal ganz vorsichtig hoch. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst. Schreib das gerne mal in die Kommentare. Mein Zusammenbauvideo, also das Fazit von dem Zusammenbau, da hatte ich viel zu kritisieren, gerade was die Farbe angeht von diesem Fahrzeug, von den Farbunterschieden. Aber wenn ich mir das jetzt hier so angucke, muss ich gestehen, finde ich, macht der Wagen das ziemlich gut. Was meinst du? Ich habe mir jetzt hier nochmal so eine gemeine Schlucht ausgesucht. Ich weiß nicht, ob er das schafft. Also wir dürfen nicht vergessen, wir haben hier eine Einzelradaufhängung, keine Portalachsen. Wir haben lediglich die Differentiale gesperrt. Wir fahren mit einem 2S LiPo-Akku. Okay. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Also so langsam macht mir dieses Fahrzeug doch ein bisschen Spaß. Kann ich ja nicht anders sagen. Natürlich ist es kein TRX4 oder sowas, nicht falsch verstehen, aber hier in der Umgebung sieht das natürlich toll aus, mit so einem Fahrzeug hier durch die Gegend zu fahren. Ja, da steckt er wieder ein bisschen, ne? So, da war der Fahrer zu doof, der hat sich jetzt festgefahren. Und ich glaube, da kriege ich ihn auch nicht mehr raus. Jetzt gucken wir uns mal an, ob er an einem Berg mit etwas mehr Grip, also mit etwas Steinen, besser hochkommt als in einem normalen Sandberg. Hier haben wir das Objekt der Begierde. Einen etwas kiesigeren Berg. Ist natürlich echt jetzt gemein für das Fahrzeug. Aber das probieren wir natürlich direkt mal aus. Ich versuche es erstmal ganz langsam, um mit möglichst wenig Schlupf zu arbeiten. Ja. Okay, dann versuchen wir es mal mit Schwung. Er gräbt sich da so ein bisschen ein. Wir machen das mal von ein bisschen weiter links, dass wir da nicht so in die Bredouille kommen. Sieht doch schon mal besser aus. Also es macht sehr, sehr viel Spaß, mit diesem Fahrzeug ein bisschen rum zu experimentieren.
und zu gucken, was geht und was vielleicht auch nicht geht. Hi, das sieht jetzt sehr spannend aus an der Hinterachse. Das können wir uns mal eben einmal angucken. Woran das jetzt liegt, kann ich noch nicht sagen. Sieht jetzt auf alle Fälle nicht so gesund aus, wenn wir uns hier mal den hinteren Reifen so anschauen. Das ist ja ganz komisch. Kann man sich kaum halten hier. Okay. Da ist irgendwas kaputt. Das schaue ich mir mal eben an. Das soll so auf gar keinen Fall sein. Der Fehler war zum Glück sehr, sehr leicht zu beheben. Die Reifen hier, die stehen ja hinten nicht wirklich weit auseinander. Und der hat sich einfach durch den Druck hier hinten an dem anderen Reifen so ein bisschen verkeilt. Ja, ist jetzt nicht unbedingt gut, aber funktioniert wieder. Einmal kurz den Reifen gerichtet. Jetzt sollte alles wieder laufen. Jetzt probieren wir es noch ein letztes Mal hier hochzukommen. Ich komme da immer wieder in diese ausgewaschene Rinne. Ja, komm, komm. Na, zieh, komm. Ja, okay. Da gibt er dann irgendwann auf. Aber ich bin zufrieden. Ich bin absolut zufrieden. Das ist kein Crawler. Das ist eigentlich so ein bisschen was, um so ein bisschen vorsichtig zu bashen. Also von daher alles tutti. Aber jetzt kribbelt's bei mir in den Finger. Jetzt brauche ich eine Wasserdurchfahrt. Warum würde ich eine Wasserdurchfahrt immer zum Schluss machen? Ganz einfach. Wenn er dir absäuft und das Fahren danach nicht mehr möglich ist, hattest du zumindest schon deinen Spaß. Und den hatten wir jetzt schon ein Weilchen. Also fahren wir jetzt mal durchs Wasser. Tasten uns mal langsam ran. Kleine Bugwelle. Ja. Das funktioniert doch ganz prima. Nächste Runde jetzt ein bisschen tiefer. Mein Kofferraum gleich wird sich wahnsinnig freuen, wenn ich mit so einer dreckigen Karre dann da ankomme. Das funktioniert auch wunderbar. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal von der Seite an, denn der Regler, der sitzt knapp unter der Fensterlinie. Das ist gar kein Problem, aber wie du siehst, sitzt der Motor jetzt schon knapp über der Wasseroberfläche. Und da müssen wir natürlich gucken, bei einem Brushed-Motor, also bei einem Bürstenmotor, ist es nicht so schlimm wie bei einem bürstenlosen Motor, aber auch hier gelangt natürlich ordentlich Dreck rein. Das darf man auf keinen Fall vergessen. Wir schauen jetzt mal, dass wir hier ein Stückchen zurückfahren, wie tief wir noch können. So. Das heißt also, bis zur Radnabe ungefähr ist er jetzt drin. Näher komme ich leider auch nicht dran, also bis zur Radnabe ist er ungefähr drin. Und jetzt läuft unten schon das erste bisschen Wasser in den Motor rein. Von daher sollten wir da jetzt nicht unbedingt tiefer gehen. Kannst du machen, klar, aber alles auf eigene Gefahr. Mein Fazit zum Tamiya G601 Volvo A60H. Das Fahrzeug macht mehr Spaß, als ich dachte. Ich bin mit den Reifen ziemlich gut zufrieden und auch mit der Performance. Der Wagen passt vom Äußeren her super in eine Sandgrube oder alles, was mit Sand zu tun hat. Die Reifen werde ich nichtsdestotrotz wahrscheinlich gegen etwas scaligere Reifen ersetzen. Und dazu wird es natürlich noch ein separates Video geben, wie sich die Performance dadurch verändert, aber auch die Optik. Also, wenn dich dieses Fahrzeug weiterhin interessiert, dann abonniere doch gerne meinen Kanal und schau dir alle Videos hier zum Volvo A60H an. Ich freue mich auf deine Kommentare. Mach's gut, dein World Control RC.